Das menschliche Herz ist in der Tat ein Tempel und als ein prächtiger Palast entworfen. Doch wir füllen diesen Palast mit so vielen unnötigen Dingen und fremden Gästen, dass es keinen Platz mehr für den eigentlichen Gastgeber gibt. Wenn Gott einen Diener zu sich näher bringen möchte, wirft er mit einem Sturm all die falschen Idole und vorübergehenden Begierden aus dem Inneren des Palastes hinaus. Während dieses Reinigungsprozesses werdet ihr traurig sein, wenn ihr seht, wie eure Sachen hinausgeschoben werden. Doch der Palast kann nur von dem Sultan betreten werden, wenn er gelehrt ist. Der Thron im Herzen kann nicht von 2 Personen besetzt werden. Wenn ihr die Welt in euer Herz lasst, zieht sich Gott von dort zurück. Wenn ihr die Welt aus eurem Herzen werft, wird Gott diesen Ort mit seinem Licht erfüllen. Diese Hingabe ist es, in der ihr bereit seid, diesen Räumungsprozess zuzustimmen. Der Prozess der Befreiung von weltlichen Bindungen fühlt sich oft wie ein schmerzhafter Bruch an. Die Leidenschaft für euer Vermögen, die übermäßige Zuneigung zu eurem Kind oder die Sehnsucht nach Macht sind schwere Steine, die an euren Seelen hängen. Wenn Gott diese Bindungen durchtrennt, denkt ihr, dass es euch wehtut, doch in Wirklichkeit werdet ihr von euren Fesseln befreit. Es ist die größte Täuschung, den Thron im Herzen vorübergehenden Schatten zu reservieren. Kein vergängliches Wesen kann den unendlichen Raum eures Herzens füllen. Ihr könnt das Meer nicht in ein Glas gießen. Euer Herz ist für die Unendlichkeit geschaffen und findet nur Ruhe im Unendlichen. Gott zeigt seinem Diener diese Wahrheit, indem er die Treulosigkeit der weltlichen Lieben aufzeigt. Wenn die ihr am meisten liebt, euch im Stich lassen oder ihr Vertrauen in gebrochene Säulen setzt, wird euch eigentlich diese Botschaft übermittelt: Widme dein Herz nur mir. In dieser Reinheitsphase beginnen sie, den Duft jener großen Vereinigung, die als Wuslat bezeichnet wird, zu erkennen. Wuslat ist kein Ende einer Distanz, sondern das Heben eines Vorhangs. Wenn sie die Menschenmengen in ihrem Herzen säubern, verringern sich die Schleier dazwischen. Allah ist ihnen näher als ihre Halsschlagader. Doch ihre irdischen Beschäftigungen hindern sie daran, diese Nähe zu spüren. Hingabe ist die stärkste Kraft, die diese Schleier zerreißt. Sie sagen: Mein Herr, ich habe deinen Palast für dich gereinigt. In dem Moment, in dem sie dies tun, strömt eine solche Weite und ein solches Licht in ihr Herz, dass die Welt in ihren Augen nicht mehr als ein Staubkorn wert ist. Die immense Kraft, die aus dem Vertrauen in das Schicksal resultiert, tritt an dieser Stelle in Kraft. Nichts, sei es die Liebe eines anderen zu fühlen oder der Verlust eines Besitzes, kann ihren unerschütterlichen inneren Frieden stören. Sie sind in der Tat in dem Zustand der Vereinigung mit dem wahren Besitzer und die Kraft, die ihnen dieser Zustand verleiht, macht sie unbesiegbar. Was bewirkt diese Transformation im Herzen in ihrem Leben? Wenn Sie einen Blick auf eine Blume werfen, sehen Sie nicht nur die Farbe, sondern die Kunst dessen, der sie gefärbt hat. Wenn Sie mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, erlauben Sie nicht, dass diese Schwierigkeiten Sie erdrücken, denn Sie wissen, dass der Herr in Ihrem Herzen die Kraft hat, alles zu bewältigen. Dies ist die höchste Stufe der Freiheit, die ein Diener erreichen kann. Ein Mensch, der niemandem etwas schuldet und keine Erwartungen mehr hat, ist in der Tat der reichste Mensch der Welt. Wenn die Bindungen im Herzen reißen, beginnt die Seele, ihre Flügel zu schlagen. Sie stehen nun leicht wie ein Vogel und majestätisch wie ein Gebirgszug. Alle Wellen des Schicksals kommen und schlagen gegen ihre Glaubensfelsen und ziehen sich dann zurück. Wenn Allah einem Diener Gutes anvertraut, geschieht dies manchmal in der Form einer bitteren Medizin. Der Mensch weint über das, was er verloren hat,
oder steht vor einer verschlossenen Tür und erkennt nicht, dass er vor dem Abgrund hinter dieser Tür geschützt wird. Die Fähigkeit, die verborgenen Wohltaten in dem zu entdecken, was wir als übel empfinden, ist nicht nur eine Kunst der Hingabe, sondern eine Perspektive. Wenn Sie an der sichtbaren Seite der Ereignisse festhalten, leugnen Sie die unglaubliche Ingenieurskunst des Schicksals. Doch im göttlichen Plan gibt es keinen Fehler und kein Versäumnis. Jeder Verlust ist der Beginn eines Gewinns und jede Zerstörung der Anfang eines prächtigen Neubaus. Um das verborgene Gute hinter den Ereignissen erkennen zu können, müssen wir zunächst von unserer eingeschränkten Perspektive absehen. Wir teilen die Zeit nur in gestern, heute und morgen ein. Doch Allah ist von der Zeit unbeeinflusst und kennt das Ende bereits von Beginn an. Das erschütternde Ergebnis, das Ihnen heute widerfährt, könnte in 10 Jahren eine Katastrophe abwenden, die Sie bedrohen würde. Oder die Möglichkeit, die Sie heute verlieren, könnte das Heilmittel für einen Stolz sein, der Ihre Seele vergiften würde. Hingabe bedeutet genau, in diese Ungewissheit zu vertrauen. Wenn Sie sich in einem Labyrinth befinden, können Sie den Ausgang nicht sehen. Doch für jemanden, der von oben schaut, ist der Weg klar. Allah sieht von oben auf Sie herab und führt Sie auf dem sichersten Weg zu Ihrem Ziel. Jedes Ereignis, das Sie als übel empfinden, ist tatsächlich eine göttliche Berührung, die dazu gedacht ist, Sie zu erschüttern und Sie zu Ihrem wahren Ich zurückzuführen. Sobald eine Seele diese Berührung erkennt, endet der Aufstand und es beginnt eine tiefe Neugier. Die Frage, was ist die verborgene Botschaft in diesem Ereignis, wird Ihr neuer Kompass. Die größte Hürde für die Kunst des Sehens ist die Hast. Der Mensch wünscht sich aufgrund seiner Natur, dass alles sofort und nach seinen Vorstellungen geschieht. Doch der göttliche Plan folgt einem Rhythmus und hat seine eigenen Jahreszeiten. Um zu wachsen, benötigt der Same die Dunkelheit des Bodens, die ihm wie ein Übel erscheinen mag, tatsächlich aber Leben spendet. Wenn Gott seinem Diener erhöhen möchte, führt er ihn manchmal durch dunkle Korridore. In diesen Korridoren glaubt man, die Orientierung verloren zu haben. Doch tatsächlich führen die Füße einen zu einem hellen Platz. Geduld ist ein Licht in dieser Dunkelheit. Wenn man den Plan vertraut, wird man Teil dieses Plans und die Ereignisse beherrschen einen nicht mehr. Man schwebt weise durch sie hindurch. Wenn man die verborgene Harmonie im Fluss des Schicksals erkennt, wird kein Unglück einen mehr so erschüttern, denn man weiß, dass am Ruder der Herr der Welten steht und er stets keine Fehler macht. Das, was als übel erscheint, kann manchmal das Verschwinden einer Person aus dem Leben sein, manchmal eine gescheiterte Angelegenheit oder eine Gesundheitsprüfung. All dies dient dazu, die weltlichen Bindungen zu schwächen und die seelischen Muskeln zu stärken. Gott lässt einen oft das verlieren, was man am liebsten hat, um sich selbst wiederzufinden. Man kann nicht zur wahren Freiheit gelangen, solange man von einer Sache oder Person abhängig ist. Die immense Kraft, die aus dem Vertrauen in das Schicksal resultiert, tritt an dieser Stelle in Kraft. Man fürchtet den Verlust nicht mehr, denn man weiß, dass der wahre Eigentümer an seiner Seite ist. Jede Zerstörung, gefolgt von der stillen Ausdehnung, ist das Fest der Seele. Um dieses Fest zu erleben, muss man bereit sein, den Schmerz der Zerstörung zu akzeptieren. Das Gute zu erkennen ist eine Entscheidung, und für diejenigen, die diese Entscheidung treffen, wird die Welt nicht mehr zu einem Gefängnis, sondern zu einer Schule. Betrachten Sie also heute die Knoten in Ihrem Leben auch aus dieser Perspektive. Denken Sie darüber nach,
auf welche große Wahrheit ihre ungelösten Probleme und ihre offenen Wunden sie vorbereiten. Wenn Gott für einen Diener Enge wünscht, folgt nach dieser Enge immer eine absolute Weite. Halten Sie an dem Plan fest und vertrauen Sie dem Schreiber. Ihr Szenario ist bis ins kleinste Detail fair und sorgfältig entworfen. Wenn Sie erkennen, dass die dunklen Wolken, die Sie als übel betrachten, tatsächlich Regen der Barmherzigkeit tragen, wird Ihre Seele Frieden finden. Diese immense Sichtkraft, die aus dem Vertrauen in das Schicksal resultiert, ist ein göttliches Schild, der Sie vor jeglichem Kummer schützen wird. Lassen Sie nun die schwere Last erneut ab und flüstern Sie: Mein Herr, in allem, was du geschrieben hast, liegt ein Gutes, und ich bin mit deinem Plan einverstanden. Nichts wird mehr sein wie zuvor, denn Sie erkennen jetzt die Weisheit.